Hallo liebe Community, hier ist mal wieder der Chris und es geht weiter mit der Printency V4. Heute kein Bauvideo, heute gibt es ein Problemvideo, denn in der Community ist aufgefallen, dass bei den Spindelmuttern vom Chinesen das Fett hier rauskommt. Und da hat man sich natürlich gefragt, ist denn die Dichtung kaputt? Was ist das, eine Billigspindel? Was ist da los? Und ja, da wurde dann ein bisschen weiter erforscht und da wurde dann von einigen Zuschauern festgestellt, dass die Konstruktion der Spindelmuttern falsch ist. Ja, da haben die Chinesen irgendwas Komisches gebaut. Und wir sehen also hier ist der Schmiernippelanschluss und da sehen wir natürlich, das Fett würde die ganze Zeit auf die Spindel rauskommen. Wenn man dann die Chinesen anspricht, dann sagen die, naja, das ist ja zum Ölen. Ja, also das ist ein Ölloch. Da macht das natürlich Sinn, wenn wir so eine Mindermengenschmierung haben, Luft, Öl gemischt, dann pusten wir hier die Luft auf die Spindel und die Spindel wird fleißig geölt. Das ist richtig gut, dafür ist es da. Aber das ist für unsere Anforderung des Fettens falsch. Ja, also da müsst ihr auf jeden Fall vorher mit den Chinesen sprechen, wenn ihr die bestellt, ob das so ist oder eben so, wie es richtig sein soll. Und der Chrissy hat seine Spindeln auch mal fotografiert. Ja, ich habe hier mal Fotos gemacht und meine Spindeln sehen ganz genauso aus. Ja, ihr seht es hier, die haben halt diese komische Dichtung hier, die nicht an der richtigen Stelle sitzt. Und dementsprechend ist hier bei mir auch dieses Licht zu sehen und das bedeutet, das ist schlecht. Was können wir jetzt machen? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die wir machen können. Wir sehen ja hier, die Dichtung geht von hier bis hier. Wir sehen hier rechts, sehen wir ein bisschen Metall. Ja, das heißt also, dass die Spindeldichtung oder die Nussdichtung, Spindelnuss, dass die hier schon noch Platz nach rechts hätte. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen, man kauft sich neue Spindelmuttern, 1610er Spindelmuttern, da habe ich mal geguckt, kann man hier bei Dolt oder bei Sorotec oder wie sie alle in Deutschland heißen, kann man sich hier welche kaufen. Da sehen wir auch, dass die dann richtig sind. Ja, das heißt, hier ist nochmal eine Dichtung davor. Ihr seht es hier. Und dementsprechend werden die Dichtungen dann auch festgemacht, hier mit den entsprechenden Madenschrauben. Könnte man so machen. Ja, also das wäre eine schöne Alternative, aber die schöne Alternative kostet 35 € und wir bräuchten dann 3 Stück davon. Ja, also zweimal Y, einmal X. Das ist schon ein Pappenstiel an zusätzlichen Kosten. Da sage ich aber wieder, um dann aber später weniger Ärger zu haben, macht es Sinn, diese 100 € nochmal zu investieren. Ja, aber auch da wieder das Thema, diese Spindelnuss ist von irgendeinem, also Spindelmutter, die ist von irgendeiner Firma hergestellt worden. Wahrscheinlich auch in China. Zum ganz großen Teil wahrscheinlich in China. Die haben aber bestimmte, wie sagt man, Toleranzen. Und HLTNC hat auch spezielle Toleranzen auf ihren Kugelumlaufspindeln. Und da kann es natürlich sein, dass wenn ihr die Spindelmutter von Dolt oder von Sorotec kauft, dass die nicht gut laufen auf euren Spindeln. Ja, weil die halt, in diesem Fall werden die Spindelmuttern und die Spindeln bei HLTNC in einem Werk gefertigt, sozusagen, also wahrscheinlich. Und die werden dann schon da mal ausprobiert, ob die da überhaupt drauf passen. Ja, und die werden dann so entsprechend gefertigt, sage ich mal, dass sie da drauf passen. Wenn ihr jetzt eine normale 1610er Spindelmutter kauft, kann das sein, dass die da nicht gut drauf läuft. Ja, das ist halt immer so ein Thema, nur weil 1610 draufsteht, ist auch nicht 1610 drin. Ja, schon gar nicht, wenn es aus China kommt. Und darum, wenn ihr die Spindelmuttern haben wollt von Dolt oder von Sorotec oder wie sie alle heißen, die Firmen, dann kauft euch eine, probiert die aus und wenn die nicht drauf geht, ja, wenn es da Probleme gibt, dann schickt die wieder zurück. Kauft euch nicht alle 3, um hinterher festzustellen, es geht nicht. Im Notfall könnt ihr wahrscheinlich die 3 auch zurückschicken. Also ich denke, da wird es keine Probleme geben. Fernabfrage gesetzt, man darf ja Sachen wieder zurückgeben, wenn man es im Internet bestellt hat. Ne? Wenn das nicht beschädigt ist und nichts und ja, dann kann man das schon machen. Wie die drauf gemacht werden, sieht man hier bei Dolt, gibt es ein schönes Video dazu. Ist auch ganz simpel, das ist wie, wenn man eine Linearführung auf einen Wagen auf eine Linearführung schiebt. Da ist dieses schwarze Ding drin, dieses Kunststoffrohr, das steckt man hinten auf die Spindel und dann schraubt man die Spindel einfach drauf. Und wenn man die Spindel wieder runterschrauben will, genau das gleiche, man steckt das schwarze Rohr hier oben drauf, hält das fest und schraubt dann die Spindelmutter da drauf. Also da gibt es keine Probleme, die zu wechseln. Ja, man muss halt nur aufpassen, dass das schwarze Rohr nicht rausrutscht. Deswegen ist der Straps hier drum. Wenn man das nämlich nicht macht, fällt das raus, fallen die Kugeln raus, war's das.
Ja, also man kann das reballen, muss man aber wissen, wie es geht. Ja, das ist nicht so einfach. Also, aua, alles in allem, die Möglichkeit hätten wir. Dann haben wir natürlich noch weiter diskutiert, was könnte man noch machen. Und da kam Logan mit einer coolen Idee. Der hat gesagt, naja, nehmt doch einfach eine Mahnenschraube M6x6, ja, also 6 Millimeter lang, 6 M6 Winde, welche mit einem flachen Kopf, ja, und wenn die keinen flachen Kopf hast, 1, 2, 3, wenn die keinen flachen Kopf hat, dann feilt es vorne gerade, feilt hier eine Schräge dran, nehmt einen 1 Millimeter Bohrer, bohrt hier ein Loch rein und bohrt innen drinne in der Mahnenschraube auch noch durch, damit wir halt einen Gang bekommen, ja. Die schrauben wir dann einfach hier in unsere Dings rein, in unsere Winde, und zwar so, dass die Schräge nach rechts zeigt, in die Spindelmutter hinein. Und wir drücken ganz vorsichtig auf die Dichtung hier. Ne? Nicht zu dolle draufknallen, also nicht anreißen, weil dann drückt er hier die Dichtung kaputt. Ja, das ist ja nicht Sinn der Sache. Sondern wir drücken das einfach nur so hier drauf und da kann man ja auch durchgucken, ne, wo steht das Ding gerade, sieht man da noch Licht oder nicht. Und wenn man kein Licht sieht, dann hat man das halt zur richtigen Seite gedreht oder man macht sich mit einem Edding einen Punkt dran. Und dann dreht man die mit einem Imbusschlüssel langsam rein. Und dann, wenn man merkt, man hat so ein bisschen Widerstand, dann guckt man nach der Position, ja, und dann macht man hier den Fettnippel dann oben drauf. Ja, und durch den Fettnippel kommt das Fett durch die durchgebohrte Mahnenschraube und dann wird seitlich weggelenkt in die Mutter hinein. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, die man machen kann. Dazu muss man natürlich so eine M6 Madenschraube erstmal bearbeiten. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, dass man die dann einfach rückwärts irgendwo reinschraubt und sie dann entsprechend bohrt, oder man kann zum Beispiel das Ding auf dem Imbusschlüssel draufstecken und dann feilt man das halt runter. Ja, das kann man alles machen, im Schraubstock zum Beispiel, und dann kann man auch das Loch bohren. Das geht schon. Ja, auf so einen eingespannten Imbusschlüssel steckt man ja einfach drauf und dann kann man da, ich würde das sogar mit einem Dremel machen, nicht mit einem Akkuschrauber oder so, weil ich denke, das kriegt man nicht so ganz hin mit einem Akkuschrauber. Das ist ein bisschen zu grob alles. Aber es ist machbar, sage ich mal. Um sich jetzt die Kosten zu ersparen neue, ähm, für neue Spindelmuttern. Ja? Also das ist das, was wir herausgefunden haben. Einige Leute haben auch geschrieben, wir könnten das eventuell drucken. Ich habe jetzt mal geguckt, das ist schon wirklich super klein. Also ich weiß nicht, ob man das so einfach drucken kann, aber wenn man das zum Beispiel in PLA drucken würde, würde das auch ausreichend sein. Es muss ja nur irgendwie da drinnen eine Art Abdichtung stattfinden, dass das Fett zum großen Teil, also wahrscheinlich nicht komplett, aber zum großen Teil eben in der rechten Seite der Spindelmutter landet. Ja, ihr seht das ja, hier ist ja schon Platz. Ist ja nicht so, dass hier kein Platz wäre. Ja, also könnten das schon bestimmt daran vorbeitüdeln. Und wenn er euch das überhaupt nicht zutraut und wenn er sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht und das ist mir viel zu kompliziert, dann könntet ihr auch mit einem kleinen Pinsel ganz leicht die KGTs, die Kugelumlaufspindeln einfach einpinseln. Ja, da muss natürlich immer regelmäßig Fett drauf, aber da habt ihr dann halt den Nachteil, dass wenn ihr eben Späne habt, dass die dann hier dran kleben bleiben. Ja, und die werden dann mit reingezogen, an dem Dings hier vorbei, möglicherweise an dem Ziel, an dieser Dichtung. Also ist alles nicht so richtig schön. Ja, aber am Ende ist das die Lösung, die ihr dafür haben könnt, wenn ihr dasselbe Problem habt wie alle anderen auch. Ihr seht es hier, die anderen haben genau die gleichen Probleme. Ja, und das ist sehr ärgerlich. Aber was will man machen? Ja, wir können es nicht ändern. Die Chinesen, die schicken uns halt die falschen Spindelmuttern. Im Notfall könntet ihr, wie gesagt, bei Dolt oder hier bei Sorotec, habe ich auch mal geguckt, 34,90, könntet ihr theoretisch auch bestellen. Ja, das sind ja, seht ihr, ist ja die gleiche Bauart. Ja, ja, also, Duty, das soll es erstmal gewesen sein zu dem Thema. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Da habe ich dann hoffentlich die PNC schon gepinselt und dann fangen wir an, sie wieder zusammenzubauen. Und bis dahin sollte dann auch meine Spindel da sein. Denn die Spindel brauche ich, weil ich den Frequenzumrichter brauche, um die Positionierung im Schaltschrank mir auszudenken. Ja, und dementsprechend fangen wir dann auch an, parallel jeweils mit den Videos vom Schaltschrank. Die sind ja sehr gefragt bei euch. Da braucht ihr aber keine Angst haben, das ist keine Zauberei. Und dementsprechend werde ich da auch Schritt für Schritt mit euch durchgehen. Und vielleicht können wir auch mal einen Livestream machen dazu. Dann könnt ihr auch Fragen stellen oder so. Müsst ihr einfach mal sagen, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, Hüti. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und hier den Bart Simpson, ne? Oh mein Gott, was habe ich angerichtet?
kriegen das alles hin. Macht's gut. Tschüss, euer Chris.